Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Janice Sintem. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Du bist Teil von IDEA. Und bevor wir dazu kommen, was es damit auf sich hat, würde mich total interessieren, das ist eine Abkürzung, also AIDEA. Wofür steht die? IDEA wird ausgesprochen das englische Idea, also die Idee. Und dadurch, dass wir uns auf die afrodeutsche Diaspora konzentrieren, ist das eher so eine Zusammenführung aus den Begriffen Afrodiaspora und Idee. Und so ist IDEA entstanden. Sehr clever. Du hast es auch eben gerade schon angedeutet. Ihr seid nämlich das erste Pitch-Event zur Förderung von schwarzen Entrepreneuren und Entrepreneuren. Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen so grundsätzlich erzählen, wie ist es überhaupt oder wie bist du vielleicht auch erstmal dazu gekommen, bevor es zu IDEA, der Idee, kam? Ja, gerne. Also ich selber bin auch Teil des Vereins FOGG, der in Hamburg sitzt, und wir haben verschiedene Formate, um die Sichtbarkeit von Schwarzen in Deutschland zu fördern. Und ein Format war ein Afterwork-Event, was wir vor Corona gestartet hatten, und haben halt immer wieder mitbekommen, dass Leute gesagt haben, dass sie tolle Ideen haben, Finanzierungen fehlen, das Netzwerk fehlt. Und da wollten wir gegenwirken, und eine Gründerin des Vereins, das ist die Lucy Labi, die hat von ihrem Chef damals ein großes Paket an Geld bekommen und der wollte gerne den Verein unterstützen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, ein Pitch-Event zu veranstalten, um halt Schwarze zu fördern mit den Finanzen, die sie brauchen, um ihre Ideen umzusetzen. Dann kam leider Covid und wir hatten genug Zeit, das alles zu planen in einem Team, was auch immer größer geworden ist. Und so sind wir zur IDEA gekommen. Und im September hat eben dieses erste Pitch-Event stattgefunden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie war das? Wie viele Startups waren da oder wie viele Gründerinnen und Gründer? Und wie war es? Wie hast du es erlebt, wenn du es so lange jetzt geplant hast im Vorfeld? Also ich glaube, jeder, der mal so ein großes Event geplant hat, weiß, wie viel Stress dahinter steckt und auch, was so hinter der Bühne passiert. Aber auch das Feedback, was wir bekommen haben, hat einfach gezeigt, dass es einzigartig war, fantastisch. Und bis heute habe ich noch Gänsehaut, wenn ich so darüber nachdenke, wie wir in so einem kleinen Team eigentlich mit der Idee gestartet sind und dann insgesamt 8 Startups auf die Bühne bekommen haben. Wir haben 53.000 € vergeben an 6 Gewinnerteams. Wir hatten 2 Kategorien, in denen sie pitchen konnten. Einmal den Ideenpitch, wo es um Startups ging, die noch nicht gegründet hatten, und einmal den Gründerpitch. Und in beiden Kategorien haben 5 Jurymitglieder die Pitcher bewertet, und dann gab es am Ende den großen Preis, und das Ganze war mit Entertainment gepaart und natürlich super Essen. Und das war live in Hamburg? Genau, wir hatten den Mirales-Saal gemietet dafür in Hamburg, sehr zentral. War das erste Mal, dass in der Location so stattgefunden hat, und hatten insgesamt über 400 Gäste. Und dass ihr in Hamburg seid, hat das einen bestimmten Grund? Also ich meine, die Stadt ist wunderschön und es gibt natürlich auch einige Gründerinnen und Gründer hier, aber wieso habt ihr ausgerechnet Hamburg als Standort gewählt für IDEA? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir aus dem Verein FOGG entstanden sind, der auch in der Hamburger Innenstadt sitzt. Und die meisten Gründer sitzen halt auch in Hamburg, und wir haben dann über die Zeit unser Netzwerk aufgebaut und haben auch einfach gemerkt, dass Hamburg eine gute Stadt ist. Es ist ja auch die Stadt der Kreativen, der Medien. Wir wollten halt gerne das fördern, dass Hamburg als Stadt selber auch interessanter wird für Startups. Aktuell ist Hamburg ja auf Platz 6 der Gründerstädte, aber wir dachten, es wäre ganz gut, wenn wir das paaren, was wir kennen, das, was die Leute hier vor Ort gerne machen wollen, und dann auch so Partner wie Hamburg Invest, das Beta-Haus. Das sind tolle Leute, die hier in der Stadt einfach sind, und in Zusammenarbeit kann man einfach Hamburg attraktiver machen. Das stimmt, da hast du recht. Da ist noch Luft nach oben, aber ihr seid dran. Und du hast eben gesagt, dass ihr bei diesem Pitch-Wettbewerb 53.000 € zur Verfügung zu vergeben hattet an die Gründerinnen und Gründer. Ich nehme an, dass ihr die nicht einfach aus euren eigenen Taschen gezaubert habt, sondern irgendwoher müssen die ja kommen. Deswegen, wie organisiert und vor allem finanziert ihr euch eigentlich bei IDEA? Also wir haben gemerkt, dass es sehr schwer ist, das Thema zu platzieren. Nicht jeder versteht, dass es sowas braucht. Also ein Format, wo eine bestimmte Community gefördert wird. Aber wir hatten halt starke Partner wie Snipes, PayPal, Boris Gloger, auch Hamburg Invest und auch außerhalb von Deutschland, die als Sponsorpartner an dem Event teilgenommen haben, es gefördert haben. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass durch die Community innerhalb von Deutschland und außerhalb dieses Format gewünscht war. Wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne, wo auch viel Geld zusammengekommen ist, und natürlich auch die Ticketverkäufe. Ich nehme an, das erste Pitch-Event, das war wahrscheinlich nicht das letzte, sondern es werden jetzt noch einige weitere Pitch-Events folgen. Wie sieht da gerade so eure Planung aus? Wo seid ihr dran?
Wir haben nach dem Event super tolles Feedback bekommen und auch schon erste Anfragen fürs nächste Event, haben uns mit anderen Organisationen in Hamburg zusammengetan und alle 2 Wochen veranstalten wir Afterwork-Networking-Veranstaltungen hier in Hamburg im ehemaligen Karstadt Sport, jetzt Artstadt, und haben da auch sehr viel Feedback zu bekommen und haben durch das Format, das heißt Community, auch gemerkt, dass es halt sowas braucht wie diesen Wissenstransfer, die Vorbilder, die man auf der Bühne sehen muss. Und wir sind schon ganz fleißig dabei, für 2023 zu planen. Und ich will auch nichts vorwegnehmen, aber es wird auf jeden Fall sehr gut und sehr spannend. Kannst du denn schon vielleicht eine Kleinigkeit für 2023 uns verraten? Also wir werden auf jeden Fall in Hamburg bleiben, weil wir gemerkt haben, dass es ganz gut ist, wenn man hier sich was aufbaut. Und das Pitch-Format wird sich ein bisschen ändern. Es wird spannender für die Pitcher. Und wir freuen uns auf ganz viele BewerberInnen, die nächstes Jahr dann auch auf die große Bühne wollen. Und siehst du einen Bereich bei den Gründerinnen und Gründern, der im Moment besonders häufig gepitcht wird oder etwas, was du für besonders zukunftsträchtig hältst? Also was bei uns ganz interessant ist, dass wir gemerkt haben, dass die PitcherInnen vor allem Themen behandelt haben, die die eigene Lebensrealität wiedergespiegelt haben. Es waren jetzt nicht die großen Themen, wo man gesagt hat, okay, das wären jetzt die nächsten Silicon Valleys, aber es waren halt Themen, die sie selber betroffen haben, wo viele in der Community gesagt haben, toll, dass es das gibt, toll, dass es Menschen gibt, die genau das sehen, was ich brauche. Und das sind halt andere Probleme, die angegangen werden. Und das merkt man ja auch, wenn man auf Female Pitch-Events geht. Das sind auch nochmal andere Themen als die anderen Pitch-Events, die es sonst noch so gibt. Und dass man genau diese Themen halt fördert, ist dann ganz wichtig und gut. Und wir haben halt gemerkt, dass halt genau die auch eine Bühne brauchen. Wir sind auch sehr gespannt, was so die nächsten Jahre folgen wird. Dieses Jahr haben beide Gewinnerteams sich mit dem Thema nachhaltigen Bau von Häusern, vor allem in Afrika, fokussiert und sind jetzt gerade auch beide in Ghana und bauen ihre Prototypen. Deswegen ist es für uns auch ganz schön zu sehen, dass sie von der Bühne mit dem Geld es halt auch wirklich schaffen, ihre Idee umzusetzen. Das heißt, ihr begleitet dann die Startups auch nach dem Pitch-Wettbewerb noch darüber hinaus? Genau, also wir versuchen unser Bestes, in sehr engen Kontakt zu bleiben und dann halt auch die Startups so unterstützen. Das, was auch sehr, sehr wertvoll ist, dass die Startups untereinander während des Prozesses sich sehr gut verstanden haben, immer noch im regen Austausch sind. Und wir haben ja auch alle Pitch-Teams vor dem Event vorbereitet mit diversen Workshops, die wir kostenlos angeboten haben, wo sie halt auch nochmal unterstützt haben und auch Ideen ausgetauscht haben. Und jetzt auch in Ghana arbeiten die halt auch eng zusammen und fördern sich gegenseitig. Vielleicht als letzte abschließende Frage, so ein bisschen als kleiner Tipp für diejenigen, die jetzt vielleicht zusehen und selbst Lust haben zu pitchen. Was kannst du diesen Gründerinnen und Gründern raten oder als Tipp, als Empfehlung mitgeben für so ein Pitch-Event? Meine größte Empfehlung ist es auf jeden Fall, mutig zu sein, sich zu trauen, auch über seine Idee zu sprechen, denn nur wenn darüber gesprochen wird, erfahren Leute von der Idee und sich dann halt auch bei solchen Formaten anzumelden, weil unser Ziel ist es, die deutschsprachige Wirtschaft ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Und es ist halt sehr schade, wenn halt andere Leute sich nicht trauen und nicht das Gefühl haben, dass sie auch auf die große Bühne gehören und dass vor allem so welche Formate wie IDEA auch in anderen Bundesländern stattfinden und auch außerhalb der Grenze, dass auch andere Communities sich inspirieren lassen, so welche Formate aufbauen und dass halt auch PitcherInnen sich austauschen, sich vernetzen und auch nach der Hilfe fragen, die sie brauchen, um ihre Idee zum Leben zu erwecken. Vielen, vielen Dank, Shanice, für deinen Mut, nicht nur hier zu sein, sondern vor allem natürlich auch Sichtbarkeit dafür zu schaffen, für so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielen Dank. Danke dir. Danke natürlich auch an euch. Ich hoffe, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet aus dem heutigen Future Hamburg Talk. Wenn ihr Fragen an Shanice habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, vielleicht auch eure Ideen für den nächsten Idea-Pitch-Wettbewerb. Wir sind sehr gespannt darauf und ich sage bis zum nächsten Mal bei Future Hamburg Talk.